4,96 Meter, der Hymer Campervan 2021, eine Revolution auf 5 Meter Länge. Und was Sie gleich sehen werden, wird Ihnen wahrscheinlich den Atem verschlagen, denn das Fahrzeug hat eine ganz spezielle Zielgruppe, nämlich denen ein California zu klein ist. Das soll es nämlich geben und vielleicht auch ein bisschen zu teuer, und die Geräumigkeit ist Wahnsinn. Wir haben obendrauf ein großes Aufstelldach mit dabei. Wir haben eine gigantische Raumaufteilung, die also so gar nichts zu tun hat mit dem, was man kennt von Volkswagen California, und ein Kompressorkühlschrank mit dabei. Es gibt einen Platz für eine Tedford Porta Potty, eine ganz kleine, und solche kleinen Details wie fliegende Sitze, die den Raum wirklich unglaublich gut, ich sag mal, begehbar machen. Dann eine Ausstattung, die wirklich toll ist. Hier oben hat man den Einstieg, ja, Größenverhältnisse quasi wie ein T6. Bisschen höher, muss man sagen, also 2 Meter. Da ist der T6 natürlich im Vorteil, der kommt in jede Tiefgarage. Das ist hier jetzt so nicht mehr der Fall. Denn die Aufbauhöhe ist ein bisschen höher, aber wir werden das Fahrzeug mal komplett kennenlernen. Das geht los bei rund 50.000 Euro. Hier ist Marco aus Wittlich. Ich grüße dich herzlich. Hallo Sven. Ja, wir sind bei Trendfahrzeuge. Das ist ein Trendfahrzeug, ganz neu. Genau, das ist jetzt ein Sydney Hymer Campervan. GT? Ja, ist jetzt Sydney GT Limited. Sydney GT Limited, mein Gott, wer sich die ganzen Namen erfindet. Sydney GT Limited von Hymer, ein Campervan. Ja, die große Maschine. Ja, der hat den 160 PS jetzt in dem Fall freundlicherweise von Hymer zur Verfügung gestellt. Geht los bei 50.000 Euro der Sydney. Jetzt in der GT Limited Variante, wie er hier steht, ja, um die 60.000 bis 65.000. Ja. Innen, sowas hat man noch nicht gesehen. Hymer war ja nicht auf der Messe, im Caravan-Salon in Düsseldorf. Wir sind nächste Woche in Bern. Ich will mal sehen, ob sie da sind. Aber vielleicht haben wir das schon ein bisschen früher. GT Power heißt 160 Pferde. Genau, auch hier wieder mit der ZF Sachs Wandlergetriebe 9-Gang. Die gute alte ZF. So, den habt ihr schon ein bisschen gefahren. Ihr habt den jetzt wie lange schon jetzt hier? Den haben wir jetzt bekommen, eigentlich nächstes Wochenende wäre eigentlich unsere Hausmesse. Dafür war der eigentlich gedacht, dass wir den da ausstellen können. Allerdings haben wir die abgesagt. Ja, sag mal, wer ihn sich anschauen möchte, einfach vorbeikommen. So, und deswegen drehen wir jetzt ein Video. Da vorne steht auch Sydney. Die Farbe schwarz steht ihm natürlich saugut, aber am stärksten ist ja wohl die Länge. Weil jetzt hinten die Türen auf sind, wirkt er noch mal ein bisschen länger, ist wirklich nur 5 Meter lang. Genau, um genau zu sein, 4,96 Meter. Ja, auch mit den schwarzen Scheiben sieht wirklich klasse aus, das Fahrzeug. Ja, wir werden ihn gleich mal komplett zusammenbauen, dass Sie mal sehen, wie groß er ist, wenn er zusammengebaut ist. Dann fällt er nämlich gar nicht groß auf. Hymer baut gute Fahrzeuge. Das sieht man hier. Also so kleine Applikationen wie hier so eine Chromleiste, die mit drin ist. Es wirkt recht hochwertig. Hier habe ich so einen Auslass, dass ich auch eine Lüftung habe hier drin, eine Zwangslüftung. Genau, und alle schon immer sehr gut gedämmt, um auch, sage ich mal, noch bei etwas tieferen Temperaturen fahren zu können. Sydney. So, wenn du mal gerade zumachst, bitte. Dann zeigen wir mal gerade hinten das Heck einmal, dass wir es komplett sehen. Dann können wir es gleich wieder aufmachen. Die Dusche und so weiter, das können wir gleich mal vorführen, wie das rausgezogen wird. Und die Optik ist ja so das Allentscheidende. Cool, also schwarz. Ich kann gar nicht richtig reingucken von innen nach innen, von außen nach innen. Und habe eine Anhängerkupplung hier schon mit drin. Da unten ist ein Rohr dran. Was kann das? Das ist, um das Brauchwasser abzulassen. Ah ja, hier oben, da ist noch ein Ventil mit dabei. Hier habe ich die Anhängerkupplung, die ist abnehmbar. Dann habe ich habe gerade eben gedacht, der wäre länger, weil man kennt ja die Fahrzeuge eigentlich nur mit einer Länge von 6 Metern oder 5,40 Meter zum Beispiel, aber der hat 5 Meter. Der hat 5 Meter, ja. So, da war natürlich einiges an Schmalz im Gehirn notwendig, damit man das alles auf 5 Meter hinkriegt. Unter anderem eine komplett neue Aufteilung, sowas hat man noch nicht gesehen. Genau, also hier ist man voll variabel.
Man kann das Fahrzeug, der 5. Sitz ist jetzt zusätzlich, den kann man auch demontieren. Also man kann das Fahrzeug sich konfigurieren, um alleine damit zu fahren, zu zweit, zu dritt. Also ist sehr flexibel. Das ist riesengroß. Ich habe also ein Transportfahrzeug mit dabei. Ich habe hier Airliner-Schienen, die mit drin sind. Das Ganze wirkt dann recht hochwertig. Ich habe einen riesen Platz. Habe ein Bett hier unten, das sehr, sehr schnell gebaut ist. Das können wir uns gleich mal angucken. Das ist... Genau, hier nochmal Staumöglichkeit. Wenn man da unten mal reingucken lässt, das mal rausnimmst. Ja, Zubehör drin. Ja, der ist ja angemeldet, dann haben wir Verbands... Du hast mal gefahren? Nee, nur hier rein, ja, tatsächlich. Ja. Da unten habe ich eine 12-Volt-Steckdose mit drin. Es ist ein Multifunktionsauto, so kann man es ja nennen, oder? Das heißt, ich kann damit alles machen. Ich kann auch Sachen transportieren, kann es im Alltag benutzen, bei 5 Meter Länge problemlos. Genau, ja, hiermit ist man wirklich noch sehr wendig. So, obendrauf habe ich ein Bett. Dann habe ich hier eine Küche mit drin. Da ist die Zuführung fürs Wasser. Der Tank ist wie groß? Ist der hier drunter? Oder? Genau, da ist auch sogar unten der Ablass davon. Ich mache mal hier auf, hier sieht man ein bisschen was davon. Hier ist auch hier kommt die Gasflasche dann nochmal extra rein. So eine kleine? Genau, da kommt eine kleine rein, ja. Oh. Und jetzt heizen ist mit Diesel oder wie geht das? Genau, der hat jetzt eine 4 kW Dieselheizung. Bei Hymer hat man aber auch immer die Möglichkeit, da verschiedene Varianten zu wählen. Gut, die 4 kW Diesel heißt, ich bin jetzt nicht abhängig davon, ob ich Gas dabei habe und brauche das Gas nur noch zum Kochen eigentlich, oder? Genau, dann hat man deswegen auch nur die kleine, die reicht dann völlig aus. Für nur zu kochen kommt man dann auch sehr lange mit aus. So, hier ist so ein Fach. Mach mal auf bitte. Genau. Frischwassertank hat man eben noch 120 Liter, ist das bei dir. Ah, das heißt, ich komme einmal von der Seite und einmal von der Seite ran, einmal von vorne. Wenn natürlich hinten die Tür zu ist, käme ich ja nicht mehr ran. Das macht Sinn. Hier vorne, was habe ich da? Hier sind dann noch ein paar Schubladen. 15 Kilogramm steht jeweils drauf. Belastbarkeit, Soft Close. Ja. So, dann habe ich alles hier mit den Schienen, ne, sehr hochwertig. So, der war jetzt schon ein bisschen im Einsatz. Das ist ein neues Fahrzeug, ein ganz neues Konzept? Ne, kein neues Konzept bei Hymer, aber jetzt halt eben hier die 2021er Modellreihe. Ich habe es noch nie gesehen, also ich finde es ziemlich cool. Also wir haben relativ wenig über Hymer berichtet bisher. Müssen wir unbedingt ändern. Kühlschrank, ein Kompressorkühlschrank? Genau, hier ist ein Kompressorkühlschrank. Genau, mach mal auf bitte. Und man hätte sogar noch die Möglichkeit, einen zweiten hier reinzumachen. Einen zweiten Kühlschrank? Genau, ja, noch so eine Kompressor-Kühlbox, die man entnehmen kann. Da gibt es noch eine extra Option, dass man die hier verbauen kann. So, großer Kühlschrank. Isotherm ist der Hersteller. Nochmal eine Schublade. Die Besteckschublade hier. Stehen würde gehen, wenn das Dach hochgeklappt wird. Geht das? Kann ich das hochklappen? Ja, Mach mal bitte. Da kann man mal Stehhöhe erzeugen, denn oben habe ich ein Aufstelldach. Das könnte man dann nochmal hochklappen. Ja, Gasdruckfedern. Einmal so, dass nur ein Teil hochgeklappt ist. Dann habe ich jetzt richtig Stehhöhe. Du bist 1,80 Meter, 1,85 Meter groß. 1,85 Meter, ja, und stehe jetzt auf der Stufe. Auf der Stufe. Ist ja noch ein bisschen anders, ja. So, das heißt, ich habe also richtige Raumhöhe, um auch mal tagsüber das Zelt oben drüber nur nicht als Schlafmöglichkeit zu nutzen, sondern zur Erweiterung des Raums. Genau. Ich habe hier Leselampen drin. Kann dann auch zumachen, wenn es mal regnen sollte. Genau. Da waren jetzt ein paar Kinder oben, die haben natürlich gespielt. So, da habe ich ein Fenster mit drin. Dann habe ich hier oben ein großes Bett. Wenn du es noch mal kurz runter machst, dann können wir das mal gerade abfrühstücken. Das heißt, die kann ich jetzt runterklappen, abends. Kann das Bett dann machen, habe ein unvorstellbar großes Bett. Marco, du musst mal hochgehen. Ich muss es mal zeigen. Die Matratze ist auch gar nicht dünn, also wie man das kennt. Die ist sogar richtig dick. Licht ist mit dabei. Hier habe ich ein großes Fenster, sogar mit Dach oben drüber, dass es nicht direkt reinregnen kann. Und der Marco ist 1,85 und man braucht auch noch ein bisschen mehr Licht hier. ja. Ja, ist echt groß. Genau, wenn du dich mal hinlegst, mal komplett. Vorsicht, Kopf. Klasse, ja. Ja, eine Kaltschaummatratze, sagt er. Ja, das ist das Gitter, das kann man natürlich wegmachen. Das ist was ganz anderes, oder? Das ist richtig groß. Ja, und sehr bequem. Also die Matratze ist wirklich Ja, die Matratze ist dick. Ich habe es eben schon mal kurz gezeigt. Die hat eine richtige Dicke.
Und das System ist auch, das können wir uns gleich mal draußen angucken, so, dass es an 2 Stellen hochgeht, sodass es also nicht so spitz ist, sondern man hinten richtig viel Platz hat. Es gibt ja so viele, die hinten nur so 10, 15 Zentimeter aufgehen. Das ist hier gar nicht so. Oben habe ich Schlaufen zum Zuziehen für Leute, die nicht 2 Meter groß sind. Und ich habe blaues Licht. Das ist natürlich zum Schlafen ganz gut, dass ich nicht alle aus dem Schlaf wecke. Eine Leiter ist hier. Komm noch mal runter, Marco. Dann zeigen wir mal gerade das komplett hochklappen. Also ich habe jetzt hier das Dach. Ich kann das Dach jetzt hochheben. Und jetzt ist es komplett hoch. Genau. Boah, cool. Und jetzt habe ich richtig Platz. Das heißt, also jetzt habe ich einmal hier nach hinten hin eine Verjüngung. Zwar leicht, aber wenn du noch mal dahin gehst in die Küche und da mal zeigst, wie groß, du bist 1,85 Meter und du hast unvorstellbar viel Platz. Wenn ich jetzt hier an der Küche stehe, komme ich überall dran. Hier haben wir noch mal ein paar kleine Fächer, die halt durch das Dach natürlich nicht so riesig sind. Ja, aber trotzdem, ist gut. Und die sind leicht schräg, da kann nichts rausfallen. Die sind so leicht angeschrägt. Dimmbare LED-Leisten sind hier drin. Dimmbare LED-Leisten festhalten. Dann werden sie heller oder dunkler. Dann habe ich hier die Dusche, die hast du eben schon mal montiert aus. Das können wir gleich mal machen. Das heißt, damit kann man sich draußen duschen. Genau, und die ist hier für alles, ne? Die ist auch für hier gedacht. Ah, die kannst du da einhängen und einmal draußen. Genau. Zeig mal draußen. Eben war es schon kurz eingehangen. Ich habe dich ja genötigt, das alles nochmal zu schließen. Du hattest ja schon alles vorbereitet. Und da ist die Dusche drin. Und ich nehme an, für den Ducato gibt es jede Menge Zubehör, wie zum Beispiel Fliegengitter außen. Achso, ist schon dabei. Ja, hier ist ein Vorhang, genau für hier noch zuzumachen. Ne, dass man Zeig mal bitte. Ein Magnet oder wie läuft das? Oh, ja, ne, 2 Schlaufen. 2 Schlaufen. Genau, einmal hier ein Knopf. Eine Schlaufe. Also, okay. Das heißt, ich kann die auflassen, die Türen, habe trotzdem Sichtschutz Genau. Und in zum ein Schlafen. paar Sekunden montiert. Ne? So, du darfst nochmal wegmachen. Die Leute, die beschweren sich immer, mach mal das, mach mal das. Aber die Leute wollen ja sehen, wie es ist. Also das ist schon gut gemacht, oder? Und es funktioniert tatsächlich. Das funktioniert, ja. Ich habe schon so viele Systeme, wo sich Leute was überlegt haben. Und du machst es 3-mal und dann geht's nicht mehr. Und Hier ich ist habe das es vorher noch nie gemacht. Ne? Also für mich ist das Fahrzeug auch neu. Hümer Camper Vans sind jetzt bei uns ganz neu im Programm. ganz neu. So, das Bett, wie wird das gebaut? Schauen wir, genauso. Ja, hast du schon mal gemacht? Nein. Nee. Aber das sind, ja, wie sagt man, Kastenwagen typisch 3 Matratzen, die wir uns hier irgendwie hinbauen müssen. Schauen wir mal. Ist da wahrscheinlich irgendwas rauszuziehen unten? So eine Verlängerung? Nee. Nee? Nee, ich denke nicht. Sicher? Ach so, die haben selbst. Ja, die sind dann mit Gusszeitleisten. Mit was? Mit? Mit Gusszeitleisten, das heißt, das Lattenrost ist schon eingebaut. Das Lattenrost ist eingebaut in der Matratze. Genau. Ah. Habe ich noch nie gesehen. Nicht? Tetris. Hier ein viereckiges Teil hier. Ah, ich weiß wie. Marco, Bitte? ich weiß wie. Das ist falsch, meinst du? Ja. Ich glaube, nee, genau das Teil hier kommt auf die Seite, wo du gerade bist. Das untere. Ja. Das könnte sein. Ist wahrscheinlich auch so. Guck mal hier, das da. Da auf die Seite. So, das heißt Ja, hier das oben. sieht gut aus, ja. Da oben ist noch ein Fach drin, wenn du gerade mal so lieb bist, das mal öffnest. Oh ja. Dass wir da vorher reingucken, bevor wir es zubauen. Okay, das heißt, da kann ich auch jetzt flache Sachen drauflegen und habe hinten nochmal einen Stauraum. Genau. Okay. So, und jetzt. Ich habe nämlich gesehen, dass die Einbuchtung dort ist. Und jetzt einfach mal drehen. Na, es sei dir aber, Ah, genau. es sei dir aber verdankt, dass. Und dann hier die 2 hier rüber.
So, Marco. Gucken wir mal, wie groß das ist. Bettheck 1,94 mal 1,29 beziehungsweise 2,43 Meter mal 65. Oben. Genau. Ne, Aufstelldach ist 2,2 Meter mal 1,50 Meter. 2,2 Meter mal 1,50 Meter ist das Aufstelldach. Und hier unten nochmal? Genau, hier gibt es aber auch noch eine Option unten vom Bett, die noch ein bisschen anders ist. Deswegen stehen zwei Maße. Hier müsste es 1,94 mal 1,29 sein. So, wenn du mal hier drauf gehst, Ja. du bist 1,85. Einstieg, kein Problem. Riesen Liegefläche. Ja. Querbett. Ja. Steht aus. Außerdem, es liegt ja niemand so. Also zumindest ich nicht. Du kannst das Licht dimmen. Genau, ein bisschen höher, ein bisschen dünner. Tolles Konzept, oder? Auf jeden Fall. Hier die auch Stereoanlage wieder, drüber. Hier liegt man auch wieder klasse. Ja, man hat eine ordentliche Dicke von der Matratze, dass man also nicht. So, und hier unten kann ich trotzdem dann noch viel beladen. Oder hier könnte der Hund auch liegen, hier drunter. Tolles Konzept. Jetzt gucken wir uns mal gerade mal um. Das hier mit dem Sitz ist natürlich klasse. Ist der schwer zu demontieren? Oder? Da muss man auch nur hier an der Seite. Hier ist auch nur ein Hebel. Genau, ein Hebel. Das war's. Schon ist das Teil weg. Ja. So, das Teil weg und unten das Teil Kann man kannst du hier hochklappen. Genau, Das war's. das war's. So habe ich einen Das ist halt Notsitz. eben auch optional, man kann halt eben auch komplett weglassen, wenn man das Fahrzeug bestellt. Ja, ist doch genial, der Sitz, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also das wäre der Sitz, wo mein Sohn immer sitzen wollte. Schon ist er wieder fest. Schon ist er fest. Das heißt, dann habe ich 5 Gurtplätze, habe eine tolle Lederoptik drin. Das sieht so aus wie so im Luxusfahrzeug. Hier mit so einem. Ist aber Klima- echt Leder. Ist echt Leder? Ja. Gut, der hier liegt jetzt bei rund 60, oder? Genau, ja, ein bisschen drüber, 65, sowas liegt der. Und bei Hümer gibt es immer mehrere Lederausstattungen zur Auswahl. Hier unten hätten wir noch das Fach, was wir eben angesprochen haben, Ja. wo dann der Porta Potty reinpasst. Das Klo. Genau, das hier ist noch vom Aufstelldach. So, und das ist auch direkt von der Öffnung so, dass das Porta Potty reinpasst. Kann ich übrigens nur empfehlen, sich die Version mit elektrischer Spülung zu kaufen. Dann hat man einen Komfort, ist zwar ein bisschen teurer, ein Komfort wie zu Hause. Genau, ja, dann füllt man die einfach die Spülung, sind ein paar Batterien drin, ne? Drückt man das Knöpfchen. Drückt drauf, macht und spült wie zu Hause. Ja. Das ist ziemlich cool. Ich habe im Moment das Porta Potty, wir bauen das Bad oben im ersten Stock bei uns zu Hause. Da steht das Porta Potty, weil das Klo nicht benutzbar ist. Nee, kein Problem. Mein Sohn, den freut's, wenn er da ist. Hier kann ich zuziehen. Das heißt, die Verdunklung ist recht einfach. Wenn du da mal zumachst, bitte. Ja. Hab ich einen Tisch übrigens noch. Den kann ich einklappen. So, sehr einfach mit Magnet. Wird einfach Genau. zugemacht. Dann das hier, das ist einklappbar, der Tisch. Zeig mal bitte. Genau, der ist einklappbar. Ah, der hat keinen Fuß drunter direkt. Und dann kann man auch komplett. Genau, kann man jetzt auch komplett, müssen wir halt die Sitze jetzt gerade rüber machen. Setz dich mal hin, bitte, von der Größe. Dass man sieht, weil du ein großer Mann bist. Eins, ja, ist ja wie im Flugzeug. Das heißt, ich könnte jetzt hier lernen, könnte lesen, könnte Hausaufgaben machen. Das würde alles gehen. Ja, genug Freiheit hier. Krass. So. So, Sehr angenehm auf der Sitzfläche hier. Straffutter. Ja, sehr gut. Also nicht so weich. Überhaupt die Ledersitze stehen im Auto gut. Das ist schon, ja gut, klar, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Geld, 65. Dafür gibt es dann auch ein Audi oder so. Gut, damit kann ich nicht campen. Ist halt divers, aber das hier ist ein Multifunktionsfahrzeug mit der großen Wandlerautomatik, dem großen Motor. Der geht wie Hölle, oder? Ja, mit 160 PS und nur 5 Meter Länge. Der wird ganz gut laufen, der hier, ja. Und sparsam. Turbodiesel. Ja, auf jeden Fall unter 10 Liter dann in dem Segment. So, Drehsitze, hier ist die Leiter übrigens, die ist so eingehangen. Es sei denn, man reizt den 160 PS Motor ein bisschen aus, dann wird es wahrscheinlich mehr sein. So, und da ist die Luftheizung mit drin. Das heißt, die macht mit 4 kW so warm, dass ich selbst im Herbst hier oben noch schlafen kann und dann wahrscheinlich das Fenster noch aufmachen muss.
Jetzt nichts gegen Leute, die die Umwelt lieben, aber die macht richtig warm, die 4 kW. Die macht richtig warm und von Hymer gibt es auch immer da noch Möglichkeiten, einen Schlauch nach oben zu legen, dass man dann die Wärme ein bisschen besser nach oben bekommt. Da haben auch die Aufbauhersteller, in dem Fall ist es ja auch wieder SCA oder der was? bekannte SCA, genau. Da haben die auch immer nachgebessert in den letzten Jahren, dass auch die Matratze besser die Wärme nach oben lässt. Die Klimaautomatik ist mit drin. Das ist, glaube ich, auch nicht Serie, sondern das ist schon eine Option. Das ist Paket, das Chassis-Paket hier. Genau, das kann man entweder einzeln wählen oder in einem Paket. So, jetzt hast du eine tolle Aufgabe. Du darfst da unten mal die Klappen öffnen. Auch da wollen wir wissen, was ist denn da drin. Da ist ein Staufach, Schuhe, egal was. Das hier ist verschlossen. Ja, Technik wahrscheinlich. Und da hinten habe ich dann Hier ist der Booster. der Booster, der Ladebooster. Genau. Okay. Sehr gut zugänglich. Schön. Ja, ich habe es erwähnt, Marco. Walte deines Amtes. Du darfst sie mal komplett fertig machen. Ich stoppe mal gerade die Uhr. Augenblick. Und los geht's. Okay. Hast du nämlich schön für den Dreh in der maximalen Aufbaustufe aufgebaut für uns. So, jetzt geht's hier runter. So, das Dach auch ruhig mal verriegeln, dann filme ich das mit, wie das funktioniert. Da habe ich gesehen, gibt es auch mehrere Schlösser dafür. So, du bist jetzt groß, das heißt, du musst noch an der Schlaufe ziehen. Genau, nur hier in den Schlaufen ziehen. Am besten auch so stehen, dass man sieht, dass das Nicht eingeklemmt wird. genau, dass das sich hier ordentlich zusammenfaltet. Türen auflassen. Türen auflassen. Damit die Luft raus kann, oder? Genau, die Luft muss irgendwo hin, die man jetzt hier von oben runternimmt. Das sind ja schon einige Kubikmeter, die hier rausströmen. So, das war's. Genau, das war's. Und dann? Genau, wenn du mal das so langsam machst, dass ich mitfilmen kann. Also hier oben habe ich einmal so ein Schloss. Genau, das klappt man jetzt hier runter. Wird einfach hier eingehakt. Einmal gedreht, der Sicherheitsverschluss rein. Ah ja, okay. Den ich nicht hatte in meinem SCA doch. Naja, andere Geschichte. Sicherheitsverschluss, oder? Nee, Auch hier wieder muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man den Stoff nicht einklemmt. Ja, Wieder verschließen. aber das kann man ja üben. Genau. Der Stoff ist übrigens sehr, sehr robust. Also SCA ist ja einer der größten Aufbaudachhersteller. So, Sicherheitsverschluss dran. Das war's. Und jetzt habe ich hier, kann ich zumachen? Genau, kann man komplett zumachen. Das war das, was unten drin gelegen hat. Ich mache den Stoff jetzt noch ein bisschen hier. Vorne hat man noch Klettverschluss, um das festzumachen. Okay. Und dann Gibt es dann diesen Stoff unten? genau diesen Stoff. Einmal vorne mit Knöpfen. Dann sieht es auch schick aus, oder? Und es dämmt noch mal ein bisschen. Genau, ist ein bisschen dicker hier. Ja, jetzt weiß man schon gar nicht mehr, dass ein Dach drauf ist, oder? Ja, muss man immer ein bisschen dran denken, weil das Fahrzeug ist auch immer ein bisschen höher mit dem Dach. Ne? Wenn man nicht dran denkt, merkt man es, oder? Dann merkt man es, ja. So, ich zeige mal gerade die Elektrik hier. Hier habe ich einmal die Tankzustände. Dann habe ich hier die Eberspecher Standheizung, Diesel, haben wir drüber gesprochen. Und diverse Temperaturfühler und Lichtschalter. Fliegengitter ist drin. Genau, Fliegengitter ist drin. Mach mal zu, bitte. Lass mal sehen, wie das geht. Ach, das ist so klein für ein Fiat Ducato. Bin ich gar nicht gewohnt. Gut, das macht die Aufbaulänge. Klein, ja. Aber krass ist, wenn du dich mal gerade da hinsetzt, dass man mal sieht, wir sitzen gerade mal face to face jetzt. Ja, wir haben nur einen Radstand von 3 Metern bei dem 3 Meter Radstand. Ja. Das heißt, auch der Wendekreis ist dann wahrscheinlich auch gering. Ja, auf jeden Fall, der ist sehr wendig. Da kann man auch noch
Überall am Straßenrand parken. Ich kriege ja nächste Woche mein neues Weitwinkel, dann wird es alles ein bisschen einfacher. Dann Ja. kriege ich einen 12er Weitwinkel. Können noch mal draufschwenken auf die technischen Daten, dann mal alles nochmal zusammen. Kann Der jeder nachschauen. Der gute alte Sydney. So, Hymer, Sydney, also es geht los bei 49,790. Mein Gott, warum können die da nicht 50.000 hinschreiben? Die 200 Euro. Und dann habe ich, aber das mit dem Sitz ist schon cool, zumal er gar nicht stört. Und er macht was her, oder? Das heißt, optisch allein, man muss den mit dem Sitz kaufen. Das ist allein schon aus optischen Genau Gründen. mein Fahrzeug hier sowas eigentlich. Ist schon, oder? Ja, hier kommt man überall mit hin. Also die verwinkelten Plätze irgendwo am Gardasee oder so, die sind natürlich klasse und dann da ist so ein kleines Fahrzeug schon super. Ist natürlich jetzt nicht mit fester Dusche innen. Das heißt, für den Winter ist es jetzt nichts. Genau, oder muss halt eben dann wirklich einen schönen Platz haben, wo man duschen kann. Ja. Aber für den Herbst oder wenn ich jetzt mobil bin. So, dann machen wir alles mal zu und dann gucken wir mal, wie kompakt er ist, wenn er jetzt komplett geschlossen ist. Hier oben sieht man die Markise, eine Thule Omnistor drauf. Natürlich in schwarz. Und jetzt wird erstmal klar, wie kompakt das Auto ist. Boah, der sieht aus, als hätte er irgendwie einen Unfall gehabt und wäre einen Meter kürzer. Aber der ist ganz knuffig, oder? Von der Form her? Ja, ist ungewohnt auf jeden Fall. Aber schön. Stell ich mal gerade neben, von der Größe. So, mach mal deinen Arm bitte mal aufs Dach drauf, dass man sieht, wie groß es ist. Das heißt, also der hat schon eine gewisse Höhe. Du bist jetzt 1,85 Meter, also mit Arm ausgestreckt, so 2,20 Meter ungefähr. Kommt hin. Genau, ja, kommt Das ungefähr. heißt, die Höhe ist nochmal, wie hoch ist das Fahrzeug? Ja, müssen wir mal gucken, ob mit oder ohne Schlafdach. Gesamtlänge 4,96, haben wir eben gesagt, Breite 2,5 Meter. Innenhöhe 1,98, Gesamthöhe dann 2,31 beziehungsweise 2,35 und mit geöffnetem Dach 3,24 Meter. 2,35 Meter. Oh, ist der knuffig. Der sieht so aus wie so ein Spielzeugauto von meinem Sohn. Ja, und dann mit 160 PS. Mit 160 PS, so eine Automatik. Ich kann mich ja nicht beschweren. Also mein Volkswagen fährt ja auch gut, aber der hat nicht diesen Innenraum. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Gar nicht. Ganz anderes Konzept. Ja, genau, ist komplett was anderes. Einfach noch ein bisschen mehr Raumgefühl, gerade bei schlechtem Wetter. Das Licht, ist das LED schon oder ist das noch? Ist es noch H4? Das ist H7 und die haben halt den LED-Tagfahrlicht. Okay. Oh, ist der süß. Der ist so klein, der passt quasi in jede Garage, wenn er etwas tiefer wäre. Das heißt also da aufpassen, aber es gibt ja auch viele Leute, die parken gar nicht. Aber das wäre auch mein Auto. Das ist also 4,99. Man fällt auf jeden Fall auf mit dem Ding, oder? Auf jeden Fall, das ist ein Hingucker. So, und noch einmal von hinten geschlossen. Hier unten hat man auch die Dieselheizung, der Auslass. Da ist er. Das ist der Auspuff. Riecht übrigens nicht, die Ebersbecher. Vielleicht am Anfang so ein ganz kleines bisschen. Die Aufstellfenster sind mit drin. Der Hymer Schriftzug. Hier vorne habe ich dann die Belüftung, haben wir eben schon gezeigt. Und dann, ja, das ist das Heck. Und da könnte ich noch einen Radträger drauf machen, wenn ich will. Genau, beim Kastenwagen hat man verschiedene Möglichkeiten. Einmal auf der Heckklappe, also auf einer Tür. Da ist aber die Beladung nicht so hoch. Also die meisten wollen ja mittlerweile oder oft auch E-Bikes transportieren. Dann halt eben Anhängerkupplung oder es gibt auch noch so Busbiker-Ständer, die fest am Fahrzeug montiert werden können, die auch in Verbindung mit Anhängerkupplung funktionieren. Dann Lithium ist möglich? Nachträglich? Ja, gibt es bei Hymer sogar ab Werk zu bestellen oder halt eben nachträglich, auch kein Thema. Da steht der Sydney. Man kann ihn bestellen. Der hier ist jetzt von Hymer, wurde uns bereitgestellt für eine Hausmesse jetzt zu den Dreharbeiten. Wir haben auch hierfür kein Geld bekommen, auch keine Vergünstigungen. Leider nicht, aber das ist vielleicht ganz wichtig. Also keine Werbung, sondern Informationen. Wir drehen in Wittlich. Die Zeit hast du immer genommen, das allen Leuten zu zeigen. Und ihr habt das ganz neu jetzt, Hymer? Genau, Hymer Campervans. Viele kennen es unter dem Namen Hymer Car. Aber ist jetzt der neue Name Hymer Campervans. Bei uns ganz neu, dann in der Modellreihe 2021.
Ja, flächendeckend werden wir die dann ab Sommer nächsten Jahres erst hier lagernd haben. Mit Unterfahrschutz sogar. Sehe ich mal gerade hier unten die. Ja. Ganz praktisch. Ich glaube, wenn man das trifft, dann weiß man, wozu man es hat. Ja, kann man bei fast allen Fahrzeugen hier bei Hymer dazu wählen. Und auch wie gesagt eben die Lithium-Ionen, das nennt sich dann Hymer Smart Battery System mit 135 Ampere-Stunden Lithium-Ionen. Kostet? Aufpreis 2.490. Ja, aber wer es jemals genossen hat, man hat keinen Ärger mehr danach. Ja, und direkt ab Werk ist natürlich auch dann klasse, dann ist es direkt perfekt verbaut. Ja, vielen Dank, Marco. Vielen Dank, Svenno. Ja.